that means Krishna's opulences. Das bedeutet Krishnas Füllen. Krishna sagt, ich bin die Zeit, von den Geheimnissen bin ich das Schweigen, vom Betrug bin ich das Glücksspiel, ich bin die Weisheit der Weisen, ich bin die Intelligenz der Intelligenten, ich bin die Fähigkeit im Menschen, ich bin der alles verschlingende Tod, ich bin die Hymnen der Veden, ich bin der Buchstabe A im Sanskrit-Alphabet. Krishna beschreibt seine Füllen. Arjuna sagt, ich habe eine Frage. Wir haben gerade gehört, wie Krishna in allem ist und außerhalb von allem ist, alles in ihm ist. Und gleichzeitig ist er von allem getrennt. Es ist unvorstellbar. Arjuna sagt, oh Krishna, ich habe von dir gehört, dass du der Anfang und die Zerstörung bist von allem, von der ganzen Schöpfung. Alles, was du gesagt hast, nehme ich an als die Wahrheit. Dennoch würde ich gerne diese Form von dir sehen. Vielleicht ist es nicht genug, einfach nur zu hören. Man möchte direkte Sicht davon haben. Das ist eine Form des Beweises. Brahman, Pratyaksha, von den 10 Arten des Beweises. Pratyaksha ist auch eine Art des Beweises. Pratyaksha bedeutet direkte Sinneswahrnehmung. Pratyaksha, Anuman. Anuman bedeutet, habe ich es vergessen auf Englisch. Ja, 10 Arten, wie man zu einer Schlussfolgerung kommen kann. Pratyaksha ist auch eine Art des Beweises. Pratyaksha oder direkte Sinneswahrnehmung hat gewisse Begrenzungen, denn unsere Sinne sind materiell, sind begrenzt und unsere Sinne sind fehlerhaft. Dennoch, Pratyaksha kann auch angenommen werden, wenn es in Übereinstimmung steht mit den vedischen Aussagen. Viele Leute zum Beispiel, Krishna hat ihnen die Vishwarup gezeigt, die universelle Form, das ist eine Art von Beweis. Viele Gottgeweihte in der Vergangenheit, in den Spielen von Lord Chaitanya Mahaprabhu, haben das gesehen. Es ist auch ein Beweis dafür, wie Chaitanya Mahaprabhu der höchste Herr ist, Krishna. Vor ein paar Tagen war der Erscheinungstag von Sri Advaita-Acharya. Als Chaitanya Mahaprabhu im Haus von Srivas war, hat er die Gemeinstimmung von Vishnu manifestiert. 24 Stunden. Hat jedem gesagt, nimm den Segen, den du möchtest. Die Segnung. Advaita Acharya hat um die Segnung gebeten, in dieselbe Form zu sehen, die er damals Arjuna gezeigt hat. Er war so erstaunt, er ist in Ohnmacht gefallen. Zum Beispiel Chaitanya Mahaprabhu hat ihm auch seine 4-armige Form gezeigt. Dann hat er auch die 6-armige Form dem Sarvabhaum Bhattacharya gezeigt. Es hat seine Form von dem Tetrarch Brahman offenbart. In Form als Krishna. Auch Ramananda Roy hat er gezeigt, dass er die kombinierte Form ist von Radha und Krishna. Nrsimha Brahmachari hat er gezeigt, dass er nicht verschieden ist von Nrsimha Bhagavan. Direkte Sinneswahrnehmung kann auch als ein Beweis angenommen werden. Arjuna fragte, ich nehme alles an, was du mir gesagt hast, als die Wahrheit. Dennoch würde ich gerne diese Form von dir sehen, die voller vollständigen Füllen. Oh Meister, wenn du denkst, es sei möglich, für mich möglich, diese Form zu sehen. Oh Krishna, wenn du denkst, es wäre möglich, dass ich diese unvergängliche, allmächtige Form sehen kann, dann ist es, denke ich, ist es möglich, dass du mir diese Sicht verleihst. Ich möchte sie gerne sehen.
Oh Arjuna, you are not, you Krishna are sagte, Partha means oh Arjuna, du bist Partha. Partha bedeutet, son of Prithu. So there's also some blood du bist der relationship Sohn between von Krishna and Prithu Arjuna. Maharaj. Like, I Es think gibt it's auch eine second cousins, actually. Blutsverwandtschaft zwischen So, O Arjuna Partha, und Krishna. Behold my hundreds and thousands Vetter of im various zweiten Grad. O multicolored Partha, divine forms. betrachte Means meine Krishna hunderten showed Arjuna tausend vielfarbigen the Virat, Formen. the Vishvarup, Krishna hat or the Arjuna Virat. seine Virat-Form So, oder Vishvarup-Form gezeigt, die universelle Form. O Bharat, Bharat was one name Arjuna. of ancient India. Bharat means Prakash, light, knowledge. Bharat, So, O Bharat, behold in me O everything is Bharat, there. Everything which betrachte in Arjuna, mir I Krishna had described alles to ist Arjuna. See, da. behold, the 12 Alles, was Adityas, Krishna the 8 Arjuna Vasus, beschrieben hatte, waren ihm ersichtlich. Die 12 Aditis, and die many astonishing forms that no one has ever seen die before. Maruts, ganz viele erstaunliche Formen, die niemand je zuvor gesehen hatte. Behold, the Betrachte alles in mir. moving, Betrachte das gesamte Universum mit allen sich bewegenden und sich nicht bewegenden Lebewesen. Befindet sich alles an einem Ort in meinem Körper. Was auch sonst du dir wünschst zu sehen, kannst du auch in mir erkennen, in dieser universellen Form. Certainly you are unable to see me with the material eyes that you now have. Therefore I confer upon you divine Mit den eyes. materiellen Augen, die du jetzt hast, kannst du mich nicht erkennen. Deshalb gebe ich dir göttliche Augen, mit denen du mich sehen kannst. Bhaktivinoda Thakur sagt in seinem Kommentar, der Vishvarup ist eine Form von Vishnu, Kshirodaksha Vishnu. Unbegrenzte Füllen. Diese Form ist so voller Fülle. Es gibt zwei Arten von Gottgeweihten. Der eine ist Aishwarya und der andere Madhurya Gott. Der eine ist angezogen von der Süße des Herrn und der andere von den Füllen des Herrn. Aishwarya Gott, Madhurya Gott. Arjuna ist ein Madhurya Gott Bhakta, ist immer angezogen von Krishnas Süße, von seiner zweiarmigen Form. Er mag das. Ein besseres Beispiel davon sind die Brajavasis. Die Einwohner von ewigen Vrindavan sind immer angezogen von Krishnas Eigenschaft der Süße. Selbst in Vrindavan, im ewigen Vrindavan, Krishna großartige Dinge zeigt, sind sie nicht davon angezogen. Und ihre Beziehung mit Krishna als Freund, als Sohn, als Diener oder als Geliebte, Entschuldigung, Vater, Mutter, Sohn, Vater, Mutter, Diener, Geliebte. Selbst wenn Krishna in Vrindavan großartige Eigenschaften zeigt, das kann die Beziehung zu Krishna nicht stören. Als Mutter Yashoda hörte, dass Krishna Erde gegessen hat, hat sie Krishna den Auftrag gegeben, den Mund zu öffnen. Krishna wollte seine Mutter nicht anlügen. Nein, ich habe keine Erde gegessen. Dann hat die Mutter in Krishnas Mund diese selbe universelle Form gesehen, die er jetzt Arjuna zeigte. Für eine Sekunde kam diese Stimmung in sie, oh, ist es jetzt mein Sohn oder ist es der höchste Herr? Wie kann ich ihn lehren? Wie kann ich denken, das sei mein Kind? Für einen Moment kam diese Stimmung in sie. In der nächsten Minute kam das natürliche Gefühl zurück. Krishna ist mein Sohn. Die dachte, Krishna ist mein Sohn, ist ein hilfloses Kind. Was habe ich mit meinen Augen gesehen? Sie dachte, ich habe einen Geist gesehen in Krishna.
Die Idee, dass Krishna Gott ist, hat sie einfach aus ihrem Geist gestrichen. Die Madhurya-Devotis, die angezogen sind von Krishnas Form der Süße, mögen vielleicht manchmal Krishnas Opulenzen, Füllen sehen, doch sie werden davon nicht gestört. Ihre Beziehung wird nicht gestört. Es gibt das Beispiel in einem Topf, 500 Liter von Milch. Wenn du da einen Grashalm oder Strohhalm reinlegst, kommt dieser Grashalm manchmal an die Oberfläche, alle 20 Minuten, und dann siehst du ihn für ein paar Sekunden, dann verschwindet er wieder. Die einkünftige Madhurya-Devotis sind, die angehaftet sind, Krishnas Form der Süße, sind nicht interessiert, Krishnas Füllen zu sehen, Opulenzen, sind nicht interessiert, diese Opulenzen zu sehen. Zum Beispiel die kuhirten Jungen sind mit Krishna nach Mathura gegangen. Dann haben die Jungs gesagt, hey komm Krishna, du bist nur 10 Jahre alt und du bist nicht wirklich so stark, selbst Sridham besiegt dich, wenn wir kämpfen. Bis also ein kleiner Junge seinen großen Dämonen besiegen, wie Kamsa. Wenn die Gargasamhita liest, dann gibt es Beschreibungen über die Kraft von Kamsa. Es gab einen Elefanten namens Kuvalyapit. Kamsa hat ihn bei den Füßen gepackt und in 100.000 Kilometern in die Luft geschleudert. So mächtig und kraftvoll war dieser Kamsa. Wie kannst du so jemanden töten, Krishna? Dann hat Krishna ihnen auch seine Virat, seine riesige universelle Form gezeigt. Als die Jungen, die kuhirten Jungen diese Form sahen, haben sie einfach nur gelacht. Ah, Krishna, du bist ein Magier. Du kannst uns nicht täuschen. Wir haben einfach gelacht. Du kennst ein paar Zaubertricks, Illusionen. Haben einfach nur gelacht und nicht Achtung gezollt. Direkt Vishnu findet man in Mathura. Arjuna ist nicht wie die Brajavasis. Ist auch nicht gänzlich in der Stimmung von Ehrfurcht und Verehrung, wie die Devotis von Vaikuntha. Arjuna ist ein Devoti von Dwarka. Noch mehr, sein ewiger Ort ist Dwarka. Vrindavan ist nicht weit weg von Delhi. Er ist mehr hingezogen, angezogen von Krishnas Süße. Arjuna, ich muss dir besondere Augen verleihen. Mit diesen materiellen Augen kannst du mich nicht sehen. Bhaktivinoda Thakur sagt, Krishna hat ihm besondere Sicht gegeben, dass seine Sicht, die angezogen ist von Krishnas Süße, bedeckt war, und Augen gegeben, dass er ganz besonders die Füllen von Krishna erkennen konnte. Hat jeder es verstanden, Herr Jeswari? Wenn du es verstanden hast, dann einfach Daumen hoch. Alle anderen haben es verstanden, außer Jeswari. Du bist gewiss nicht imstande, mich mit deinen materiellen Augen zu sehen. Deswegen gebe ich dir spirituelle Augen, mit denen du meine mystischen Opulenzen sehen kannst. Bhaktivinoda Thakur erklärt, was wirklich geschehen ist im Kommentar. Krishna Sri Hari. Wer ist Krishna? Mahayogeshwarya. Er besitzt unlimitierte mystische Kräfte. Er kann das Unmögliche möglich machen. Als er das sagte, hat der Meister aller Opulenzen, aller Füllen, ihm seine höchste mystische, opulente Form offenbart. Sanjaya spricht diese Bhagavad Gita zum blinden König Dhritarashtra. Durch die Barmherzigkeit konnte Sanjaya sehen. Das ist die Größe eines Devotis von Vyas.
Du besitzt unbegrenzte Augen und Münder, alle möglichen Arten von Eigenschaften, ganz viele Schmuckstücke und himmlische Girlanden, himmlische Waffen, unzählige Waffen in deinen Händen. Du bist gekleidet in teure Kleider. Und auch Parfüm. In jeder Hinsicht sehr erstaunlich. Eine unbegrenzte Anzahl von Gesichtern haben in alle Himmelsrichtungen geblickt. Es wären Tausende von Sonnen gleichzeitig aufgegangen. Diese strahlende, universelle Form. Zu dieser Zeit konnte Arjuna die Gesamtheit des Universums in der Vishwarup erkennen, dem Gott der Götter. Diese Form hat keinen Anfang, keine Mitte, kein Ende. Sie ist überall, innen, außen, oben, unten, Osten, Westen. So ist sie überall. Das ist die alldurchdringende Eigenschaft des Herrn. So wie du dir vorstellen kannst, Arjuna war von Erstaunen ergriffen, haben sich seine Haare gesträubt. Wenn dich jemand ängstigt, sträuben sich deine Haare auch. Für die Devoti ist eine Art von Geschmack oder Ras, wird Erstaunen genannt. Eines der 7 zweitrangigen Rasas, Adabhut. Auch Angst. Bist von Erstaunen ergriffen, seine Haare haben sich gesträubt. Arjuna hat seinen Kopf geneigt, mit gefalteten Händen hat er die folgenden Worte zu Krishna gesprochen, der seine universelle Form ihm offenbart hat. Was hat Arjuna gebetet? I see all living entities. I see Lord Brahma sitting Ich upon habe his die lotus Lebewesen flower. gesehen. Ich sehe Lord Brahma auf seiner and all the Lotusblüte. divine sages and serpents. Ich sehe Shiva und alle Heiligen und auch die heiligen Schlangen. O Lord of the universe, O Viseshwara. O Herr des Universums, On all Visheshwara, sides I see O innumerable Vishwarup. forms with unlimited hands, In allen Himmelsrichtungen sehe ich unlimited unzählige mouths, Formen, unlimited eyes. unzähligen Köpfen, unzähligen Augen, unzähligen Mündern, unzähligen Armen. Ich kann keinen Anfang, keine Mitte, kein Ende erkennen. I am seeing your form as 17. Vers. supremely brilliant, all-pervading abode Ich of sehe splendor, adorned deine with Form, crowns, bearing clubs and discs on all sides. It is die very geschmückt difficult to look ist upon you mit due to the blazing fire of Kronen your und so weiter. effulgence. Es ist sehr schwierig, Which dich zu radiates like the betrachten, sun denn in all deine Ausstrahlung ist so glänzend und brennend. Tvam Es ist wie die aksharam Sonne. paramam viditavyam. You are Parabrahma, the supreme noble object. Du bist Parabrahma, das höchste zu Tvam erkennende aksharam Objekt. viditavyam. In many places, and especially in Upanishads, An vielen Orten, insbesondere in den Upanishaden, wird indirekt über Krishna gesprochen. Seine direkten persönlichen Namen werden nicht so oft genannt, eher seine sekundären Namen, wie zum Beispiel Brahma, Parabrahma. Bhagavad Gita is one proof. Who is Brahma? Mentioned everywhere in the Upanishads and the Vedanta Sutra. So now Arjuna says, you are that same Parabrahma. Arjuna sagt, du bist dieser Parabrahma. Du bist das höchste zu erkennende Objekt für alle befreiten Personen. Prabhupada called his Bhagavad Gita commentary Bhagavad Gita as it is. We have to have the same Prabhupada hat understanding seine that Arjuna Bhagavad Gita possessed genannt, when wie he sie heard ist. Wir müssen Bhagavad Gita dasselbe directly from Verständnis haben directly wie from Krishna Arjuna.
als er direkt von Krishna hörte. Du bist Parabrahma, das höchste zu erkennende Objekt für alle Lebewesen. So Bhagavatam says the Jnani is the impersonalist. Das Bhagavatam sagt, die Jnani ist die Unpersönlichkeitsanhänger. Anadi Madhya Antam Habe ich nicht verstanden. You have no beginning, no middle or no end. Du hast keinen Anfang, keine Mitte, kein Ende. Du besitzt unbegrenzte Kraft und Stärke. Deine Augen sind wie die Sonne und der Mond. Ich sehe Feuer aus deinen Mündern strömen. Und das ganze Universum wird versenkt von deiner Hitze. Du durchdringst alles, auch den Raum zwischen der Erde und dem Himmel. Wenn ich diese erstaunliche und schreckliche Form sehe, haben alle Bewohner des Universums haben Angst vor dir. Alle Halbgötter nehmen Zuflucht, indem sie in dich eingehen. Einige beten zu dir aus Angst. Die großen Heiligen und Siddhas, vollkommenen Seelen, blicken auf dich und rezitieren die Veden. Die 11 Rudras, 11 Formen von Shivas gibt es. Die 12 Adityas, die Söhne von Aditya, die 8 Vasus, die Söhne der Halbgötter in den 3 Sandhyas, Sonnenaufgang, Mittag und Abend, Sonnenuntergang sind auch Halbgötter. Die Sandhya, Halbgötter, Ashwini Kuras, Maruts, Pitras, Gandharvas, Yakshas, Asuras und die Siddhas, alle erblicken dich mit Erstaunen. Es stellt sich die Frage, Antwort weiß ich nicht. Morgen werde ich die Antwort bringen. Krishna sagt, nur du siehst meine Form, oder Arjuna sagt, alle anderen können dich sehen. Wenn ich deine gigantische Form betrachte, haben alle Angst vor dir. O Vishnu, this is proof Krishna is a direct. Vishnu is the incarnation of Krishna. Es ist ein Beweis, dass Vishnu die Inkarnation ist von Krishna. Vishvarup. Die meisten Leute denken, Krishna sei eine Inkarnation von Vishnu. Doch Bhagavad Gita ist der Beweis. Nein, du siehst, Vishnu kommt von Krishna. Krishna hat diese Form von Vishnu offenbart. Krishna ist zuerst, er ist die Quelle, der Ursprung. Dann hat Krishna die vierarmige Form gezeigt. Bhagavad Gita ist ein direkter Beweis. Die zweiarmige Form von Krishna ist der Ursprung. Alles andere ist von ihm gekommen. Es ist der Ursprung, die Quelle. Ein Name von Krishna ist auch Vishnu, der Alldurchdringende. Zum Beispiel, als Krishna im Rasa Lila getanzt hat, hat Radharani gesehen, dass zwischen 2 Gopis ein Krishna getanzt hat. Überall hat sie Krishna gesehen. Als Arjuna dies sah, wurde er von Angst ergriffen. O Herr der Halbgötter, o Zuflucht des Universums, bitte sei mir gnädig. Alle Söhne Dhritarashtas. Dhritarashtas hatte 100 Brüder. Das waren die 100 Söhne von Gandhari. Gandhari hatte kein Kind. Sie war sehr traurig deswegen, insbesondere als sie sah, dass Arjunas Mutter 5 Söhne hatte, hat sie sich gefragt, warum habe ich keine Kinder? Ich kann mich nicht genau an die Geschichte erinnern, man findet sie im Mahabharata. Das ist geschehen.
Sie hat einen Klumpen Fleisch geboren. Sie hat ihren Mutterleib geschlagen und dann hat sie einen Klumpen Fleisch geboren. Hat jemand ihren Auftrag gegeben, diesen Klumpen zu zerschneiden in kleine Stücke und sie in kleinen Behältern mit Ghee aufzubewahren. Sie hat 101 Söhne geboren und alle wurden getötet. Bhim ist der Bruder von Arjuna und hat einen Schwur auf sich genommen, all diese Gelübde auf sich genommen, alle Söhne Gandharvis zu töten. Doch einer davon war gut, er war eine neutrale Person, Freund der Pandavas. Als Draupadi, wie sagt man das, hatte ihren Menstruationszyklus. In welchen Zeiten ist es nicht als sehr glückverheißend, wenn man in dieser Zeit an die Öffentlichkeit kommt. Sollte ein bisschen im Hintergrund verbleiben. Als Suryodhana Yudhishthir betrogen hat, hat er sein Reich verloren und seine Frau. Bring Draupadi, hat er gesagt, zu ihrem neuen Ehemann, zu ihrem neuen Meister. Sie hat sich verweigert. Mit Gewalt haben sie in die Öffentlichkeit gezerrt, an ihren Haaren, ihrem Haarschopf. Nur ein Bruder Duryodanas hat sich dagegen ausgesprochen. Ich kann mich nicht mehr an seinen Namen erinnern. Er hat sich dagegen aufgelehnt und er hat eine Frage gestellt. Hat Yudhishthir zuerst sich verloren oder hat er zuerst seine Frau verloren? Denn wenn er sich selber zuerst verloren hat im Glücksspiel, dann hat er einfach nur sich verloren, aber nicht seine Frau. Hat Yudhishthir zuerst sich verloren oder hat er zuerst seine Frau weggegeben? Hat zuerst sich selber weggegeben. Haben sie gesagt, Draupadi kann nicht eine Sklavin genannt werden. Es ist illegal, sie als Sklavin zu betrachten. Er hat die Wahrheit gesprochen. Die Brüder haben ihn zurechtgewiesen. Doch andere haben gesagt, er hat die Wahrheit gesprochen als ein Freund der Pandavas. Das Problem war, Bhim hatte das Versprechen aufgenommen, das Gelübde auf sich genommen, alle Brüder zu töten. Es gibt einen Unterbruch im Ton. Their kings, as well as grandfather Bhishma, Drona and Karna, as well as all the leading soldiers. Großvater Bhishma und alle leitenden, führenden Soldaten. Ich sehe, wie sie alle mit großer Geschwindigkeit deine Münder eingehen. Und diese Münder sind gefüllt mit furchterregenden Zähnen. Ich sehe, dass einige gefangen sind mit ihren Augen oben. Sie werden von deinen Zähnen zermalmt. Ihre Köpfe werden zermalmt von deinen Zähnen. Wir sprechen über den Mund der Zeit. Vishnu has not like Vaikuntha. Vishnu resides in this world. Vishnu ist zuständig für die materielle Welt. Er ist zuständig für die Schöpfung und Zerstörung dieser materiellen Welt. Ich sehe, wie alles deine Münder eingeht. Ebenso wie viele Flüsse in den Ozean eingehen, sehe ich, wie viele Helden deine brennenden Münder eingehen. So wie Motten, Insekten in ein Feuer rennen und sterben, sehe ich, wie jeder einfach in deine Münder eingeht. Einfach nur um zu sterben. Mit deinen feurigen Mündern isst du jeden
Du legst sie auf von allen Seiten, immer und immer wieder, wie wenn du etwas isst und noch etwas ein bisschen an deinen Mundwinkeln haftet und es mit deiner Zunge auflegst. Du versenkst das gesamte Universum mit deinem allesdingenden Strahlen, deiner Ausstrahlung. 1 Minute. Can somebody tell me, please, what verse is it? Kann jemand mir sagen, welchen Vers es ist? So, the best amongst the demigods, best amongst the Es wäre schrecklich, wenn ich das Mittagessen verpassen würde. I offer my obeisances to you again and again. Ich bringe dir meine Ehrerbietung dar, immer und immer wieder. Bitte sei barmherzig. Sag mir, wer du bist. Ich möchte dich verstehen. 11. Vers, 11. Kapitel, 31. Vers. Ich kann deine Handlung nicht verstehen. Wer bist du? Ich bin Zeit, die mächtige Zerstörerin aller Welten. Diejenigen, die glauben, diejenigen, die Atheisten sind, die werden auch auf Krishna treffen in seiner nicht so anziehenden Form des Todes. Niemand kann den Tod aufhalten und die Zeit aufhalten. Ich bin der mächtige Zerstörer aller Welten, die mächtige Zerstörerin aller Welten. Ich zerstöre all diese Leute. Keiner in beiden Armeen wird überleben. Deshalb erhebe dich zum Kampf. All diese Soldaten wurden bereits von mir getötet. Werde einfach mein Instrument, zu meinem Instrument. Manchmal denken wir seien der Handelnde. Nein, Krishna ist derjenige, der alles tut. Alles wird ausgeführt vom höchsten Herrn. Doch wir sollten uns bemühen. Doch wir sollten auch wissen, am Ende ist es Krishna, der alles ausführt. Unsere Seele tut nichts, essen, schlafen und so weiter. Nur der Körper, die Seele tut nichts. Die Seele hat keine materiellen Aktivitäten. Wer tut alles? Wir sollten verstehen, dass der höchste Herr alles tut. Dennoch sollten wir handeln. Der Gottgeweihte handelt ohne Anhaftung, denn er weiß, am Ende, was auch immer wir tun, Erfolg, Misserfolg ist bereits entschieden. Der Gottgeweihte handelt ohne Anhaftung. Manchmal gibt es viele Hindernisse. Es mag äußerlich erscheinen, als wäre der Gottgeweihte besiegt. Doch der Gottgeweihte ist nie verloren. Es mag viele Hindernisse mögen auftauchen. Es mag scheinen, als wären die Gottgeweihten nicht siegreich, doch am Ende sind sie alle erfolgreich. Erhebe dich zum Kampf. Ich habe sie alle bereits getötet. Du bist einfach nur ein Instrument. Drona, Bhishma, Jayadratha, Karna und viele andere Helden wurden bereits von mir zerstört. Töte sie einfach und sei nicht gestört. Dein Sieg im Kampf ist dir sicher. Deshalb kämpfe. Als Arjuna diese Worte von Krishna vernahm, hat er gezittert, hat sich immer und immer wieder vor ihm verneigt mit gefalteten Händen. Mit zitternder Stimme hat er zu Krishna gesagt: O Rishikesh, ein Name von Krishna ist Rishikesh. Das bedeutet derjenige, der die Sinne beherrscht. Es gibt Leute, die haben Augen, können nicht sehen, haben Ohren, können nicht hören. Zum Beispiel Covid hat seine Zunge, du kannst nichts kosten.
Wir sollten nicht denken, diese Sinne seien unabhängig. Alles wird von der Superseele, Überseele beherrscht, kontrolliert. Ein Name von Krishna ist Rishikesh. Rishikesh bedeutet der Herrscher, Beherrscher aller Sinne. Die gesamte Schöpfung wird vom Glück erfüllt, wenn sie dich verherrlicht. Die vollkommenen Seelen bringen dir ihre Ehrerbietungen dar, was dir äußerst zusteht. Manchmal nennen wir große, gottgeweihte Mahatmas, doch die Person sollte wirklich ein Mahatma sein, nicht ein Duratma. Das bedeutet eine große Seele. Ich möchte nicht zu viel Kommentar abgeben, doch einer ist vom Sannyas gefallen und alle seine Schüler nennen ihn jetzt den Mahatma. Es ist ein Duratma, der niedrigste der Personen. Was auch immer. Krishna ist ein Mahatma. Wenn du wie Krishna bist, dann kannst du dich ein Mahatma nennen. Oh große Seele. O Herrscher der Halbgötter. Manchmal sind die Leute verwirrt. Lord Shiva ist Mahadev, große Dev, Gott. Krishna ist Devesh, der Herrscher über alle Halbgötter. Dev bedeutet scheinend, derjenige, der immer Spiele ausführt. Ein Name von Radhika ist Devi. Ein Name von Krishna ist Dev. Das bedeutet scheinend und immer Spiele ausführend. Du bist der Herrscher aller anderen Herrscher. Ein Amerikaner ist für Kartik gekommen. Sein Name war David und alle haben ihn Dev genannt. O Ananta, O Unbegrenzter, O Divesh, O Jagannatha, die gesamte Welt ist in dir situiert. Das sind schöne Namen von Krishna. Du bist der ursprüngliche Schöpfer. Du bist größer als Brahma. Du bist der ursprüngliche Schöpfer von allem. Das sind alles zweitrangige Namen von Krishna. Es gibt für erstrangige, die mit seinem, die zweitrangigen, die mit der Beziehung zu dieser Welt handeln. Die zweitrangigen Namen. O Mahatma. O Mahatma, O great soul, O Lord of the demigods, O Mahatma, O große Seele, O Herr der Halbgötter, O Ananta, O Zuflucht des gesamten Universums, Shakanivas. Du bist größer als Lord Brahma. Du bist der ursprüngliche Schöpfer. Brahma kann nichts erschaffen. Er setzt einfach Dinge zusammen wie ein Kind, das Lego-Steine zusammenbaut. Erde, Wasser, Feuer und so weiter. Diese Zutaten werden von Maya hergestellt. Und Brahma bringt sie einfach zusammen. Das ist auch eine große Aktivität. Große Handlung. Ich kann nicht sagen, Brahma ist wirklich der Schöpfer. Nein, Maya tut alles unter der Führung des höchsten Herrn. Du bist größer als Brahma, als Lord Brahma. Du bist der ursprüngliche Schöpfer. Du bist der unbegrenzte Geist. Du bist die unzerstörbare Realität jenseits von Ursache und Wirkung. Du bist der ursprüngliche Herr, die älteste Person, die einzige Zuflucht des Universums. Du bist alles, was man wissen, erkennen soll. O Ananta Rupa, du allein durchdringst das gesamte Universum. Ich werde hier abschließen für heute. Morgen zur selben Zeit machen wir weiter. Samstag und Sonntag. Danke. Vielen Dank. Heute Nachmittag gehe ich wieder auf das Land.
Dandavat pranam. Krishna wurde. Dandavat pranam, Spirit. Dandavat pranam. Спасибо всем, что пришли. Krishna. You are indestructible. The protector of eternal Du religion. bist unzerstörbar. Saswat Dharma Gopta. Der You are the Beschützer protector of der Sanatana ewigen Dharma. Religion, Sasvatdharma. Du bist der Beschützer von Sanatana Sanatan means who Dharma. accepts three things as eternal. Sanatan That Dharma is a follower of Sanatana Dharma. bedeutet derjenige, der drei Accepts Dinge the als individual soul, ewig annimmt. the Es supreme ist ein soul, Nachfolger and the von relationship Dharma. between the two Wer as die eternal, ewige, that person is a individuelle follower of Seele Sanatana annimmt, akzeptiert, die ewige Seele you are the akzeptiert und die Gopta, you are the Beziehung zwischen protector ihnen. of Das the ist ein Nachfolger von Sanatan Dharma. Du bist der You Beschützer are the der primeval ewigen Religion Purushottam. Sanatan Dharma. This primeval Du Purushottam, the bist der primeval ursprüngliche person. This is my Purushottam. opinion, Arjuna says. Du bist die erste Person, das ist meine Meinung, sagt Arjuna. Ananta Virjam. You have no beginning, no middle, or no end. Du hast keinen You Anfang, possess keine infinite Mitte, kein Ende. prowess and innumerable Du arms. besitzt Your eyes are like the sun and the unbegrenzte moon. Kraft. I see fire Deine blazing Augen from your sind wie die mouth. The Sonne und whole der Mond. universe is Ich scorched by your sehe radiance. Feuer aus deinen Münden kommen. You alone Das pervade all gesamte Universum directions. ist von deiner And all the space Ausstrahlung between wird the es earth and verschränkt. heavens. Du durchdringst alle Himmelsrichtungen. Du füllst den Raum zwischen Himmel und Erde. O große Seele, wenn ich diese erstaunliche und schreckliche Form von dir sehe, haben alle Angst vor dir. Alle Halbgötter nehmen Zuflucht bei dir, indem sie dich eingehen. Einige beten zu dir aus Angst. Die großen Heiligen und Siddhas, die vollkommenen Seelen, betrachten dich und sprechen die Hymnen der Veden. Es gibt 11 Formen von Shiva. Die 12 Adityas, die Söhne von Aditya, die 8 Vasus, die Söhne der Halbgötter und in den 3 Sandhyas, Sonnenaufgang, Mittag und Sonnenuntergang. Das sind auch Halbgötter. Die Sandhyas, Vishwa, die Halbgötter des Shrini Kumars und Arvas, Yakshas, Asuras und die Siddhas betrachten dich alle mit Erstaunen. Actually, one question comes, but I don't know the answer. Well, I'll answer tomorrow. Krishna says later, only Arjuna sees his form, but Arjuna's described, everyone else is also seeing it. So we'll have to just ask Maharaj what's the answer to that. So beholding your gigantic form with unlimited mouths, eyes, arms, thighs, feet, stomachs, and teeth, everyone is greatly afraid. Nabhaspisham dittam anekivanam. O Vishnu, dvittam cha vandami samam cha Vishnu. So this is proof Krishna is a direct, Vishnu is the incarnation of Krishna. Right? This Vishvarup is one, when most people think, oh, Krishna is one of the incarnations of Vishnu. But actually this Bhagavad Gita is proof. No, because you see Vishnu comes from Krishna. Krishna showed the form of Vishnu. So Krishna was first, he's the source. Afterwards, Krishna showed the four-handed form to Arjuna, but I don't want to skip too much. But this Bhagavad Gita is one direct proof. No, you see the two-handed form and the form of Vishnu both came from the two-handed form of Krishna. Therefore, the two-handed form is the source, the original. No? So, but anyway, one generic name of Krishna is also Vishnu. Vishnu means all-pervading. For example, when Krishna danced in the Ras Leela, then Radharani saw between each gopi was 2 Krishnas. So everywhere she saw Krishna. So Arjuna saw this, he became very afraid. O Lord of the demigods, O shelter of the universe, be kind to me, be kind to me. All the sons of Dhritarashtra, right? This is before the Mahabharata war. So Dhritarashtra had 100 brothers
and him was 101 sons of Gandhari. Gandhari had no child. Therefore, she was very sad, especially when she saw Arjuna's mother had 5 sons. Then she thought, why I'm not having children? So I cannot remember the story. It's there in Mahabharata. So something happened. Someone blessed her to have a son, but she gave birth, but it was just to one ball of flesh. That's right. She became angry. Why I'm not having children? So she beat her womb. And then she gave birth to one, like, I guess, one ball of flesh. So someone ordered her to cut this ball of flesh into little pieces and keep in pots with ghee. Anyway, it's a long story. So she gave birth to 101 sons. So all were killed because Bhim, that is Arjuna's brother Bhimsen, had made a vow to kill all the 101 sons of Gandhari. But there was one son who was good, one of the brothers who was a neutral person and a friend of the Pandavas. When Draupadi was, that time Draupadi was in her, how do you say properly, was in her menstrual cycle. So in Vedic culture, when ladies have their monthly time, that time they should not come out in public. It's considered very inauspicious. So they retire somewhere silent for a few days. So when Duryodhana cheated with the help of Sakuni, he cheated Yudhisthira, and Yudhisthira lost his kingdom, his brothers, and his wife. Then Duryodhana ordered, bring Draupadi here to her new husband, her new master. So that time Draupadi did not want to come outside because she was in her menstrual cycle. So she refused. So by force, they dragged Dusasan, the brother, the second brother, he dragged Draupadi by the hair into public and tried to strip her naked. So that time, only the one brother of Duryodhana, he spoke against this. I cannot remember his name. I should learn his name because he's a great person. No? So he spoke against this. So he asked the question, did Yudhisthira lose himself first before he lost Draupadi? Because if Yudhisthira lost himself to gambling, then he has no right to lose Draupadi because he already lost ownership of his own self. So he asked the question. I have a question for the learned assembly. Did Yudhisthira lose himself first, or first did he give away Draupadi? So Yudhisthira first gave away himself, therefore he spoke. Then Draupadi cannot be called a slave because Yudhisthira's donation of Draupadi was illegal. So he spoke the truth. That time the brothers chastised him, like Duryodhana and Dusasan, but other persons applauded him. No, even though he's brother of Duryodhana, still he spoke truthfully as a friend of the Pandavas. But the problem was Bhim had taken a vow to kill all hundreds of the brothers. Oh, was his name Yuyutsu? Could be Lavan. Maybe someone Purushottam can check it on Google. If anyone has a spare phone there. So Bhim had taken a vow, so he was killing all the brothers. Then I guess his name was Yuyutsu. So he had to kill them also. He had to kill him. Then Bhim apologized. I'm sorry, brother, but I took a vow to kill everyone, so I have to kill you, even though you have no fault. So he also killed him. So, anyway, while we're talking all this, what did Purushottam just write? One message came. Okay, Yuyutsu, good. So, Arjuna said, I see all the sons of Dhritarashtra, 101, along with all their friends. And because this was a civil war, the whole world took one side, the Pandavas or the Kurus. The Kurus, sorry. So Duryodhana was also in his own way very beautiful, very handsome. He had many good qualities, otherwise how could he attract hundreds of millions of supporters? So I see all the sons of Dhritarashtra, along with all their friends,
their kings, as well as grandfather Bhishma, Drona, and Karna, as well as all the leading soldiers on our side, all are entering your mouths with great speed, right? And these mouths are filled with frightful teeth. I see some are trapped with their heads crushed between those teeth. So, it means we talk about the mouth of time, because Vishnu is related to this world. Right? Vishnu, okay. Vishnu has no, like, not like Vaikuntha for Vishnu. Vishnu resides in this world only. So he's in charge of the creation and destruction of this world. So Arjuna said, I see everything entering your mouth. As many rivers enter the ocean, I see many, many heroes entering your blazing mouths. As moths, as insects rush into a fire and die, I see all of them entering your mouths with great speed only to die. With your fiery mouths, you are eating everyone, licking them from all sides, again and again. Right? Just like you eat something and get some food, then your tongue moves around to finish off the rest. So any which didn't enter the teeth are finished by the tongue. You are scorching the entire universe with the all-pervading rays of your effulgence. Just wait, I have to tell someone to put my plate for prasadam. Okay? Just wait 1 minute, huh? Hey. Can somebody tell me, please, what verse is it? Can't miss out on prasadam. That would be just devastating. So, O best amongst the demigods, best amongst the gods, I offer my obeisances to you again and again. Please be kind and tell me, who are you? I want to understand you. 1131. You are the primeval cause, the original cause. I cannot comprehend your activities. Who are you? Kalosmi Lokokshaya. I am time, the mighty destroyer of the worlds. Right? Those who believe, those who are atheists, they also meet with Krishna in his not so appealing form as death. So who am I? I am time. No one can stop time. I am the mighty destroyer of all the worlds. I am here to destroy all these people. Even without your efforts, no one warrior in either army will survive. Therefore, rise up, enter the battle and achieve glory by conquering your enemies. Therefore, enjoying an unrivaled kingdom. All these warriors are already killed by me. Just become my instrument. Sometimes we think I'm the doer. No, Krishna is doing everything. Therefore, everything done by the Supreme Lord, but still we should try. We should make some endeavor, but knowing at the end of the day, Krishna is the doer. How Krishna is a doer, sometimes we think we are doing. Number one, the soul, our soul never does anything. Soul is not eating, sleeping, drinking, fighting, going to work. No, that is only the body. So even in an ordinary sense, we do, the soul does nothing. No? Avyayam. Soul is called akriya. Soul has no material activities. Then who is doing everything? Even in an ordinary sense, we should understand the Supreme Lord is doing. But still we should act. So devotee acts but without attachment, because he knows at the end of the day, even in preaching, even in anything, success is already there. Success and failure has already been decided. So devotee in all stages acts without attachment. Even sometimes in Krishna's direct service, many, many obstacles may be there. Even it may appear externally the devotee is defeated, but because the devotee is always doing everything with love,
devotee is never lost. So even in preaching or even direct service, there may be many obstacles. Even for devotees, sometimes it may appear they're not successful. But at the end of the day, all success is there because they have the right to act, but not the right to the results. Therefore, rise up and enter battle. I have killed everyone already. You are just an instrument. Drona, Bhisma, Jayadratha, Karna, and many other great heroes have already been destroyed by me. So just kill them and don't be disturbed. Your victory in battle is assured, therefore fight. Wow. Upon hearing these words of Krishna, Arjuna trembled. He offered obeisances again and again with folded hands. And being very fearful, he spoke to Krishna in a faltering voice. O Rishikesh, one name of Krishna. Rishikesh means the controller of the senses. Right? Some people have eyes, cannot see. Have ears, cannot hear. No? For example, in COVID, you have tongue, but cannot taste, right? So even though we should not think these senses are independent, all is controlled by the super soul. Right? So one name of Krishna is Rishikesh. Rishikesh means control of all the senses. Okay, so by glorifying your name, form, and qualities, the entire universe becomes joyful and attains attachment to it. The demons scatter out of fear, and the host of perfected souls offer their obeisances to you. This is most appropriate. O Mahatma. Okay. Sometimes we call great devotees Mahatma. But the person should really be a Mahatma, not a Duratma. Mahatma means great soul. Anyway, I don't want to give too much commentary there. Some guy who fell from sannyas, now all disciples calling him Mahatma, Mahatma. Actually, he's Duratma, means the lowest of persons. Anyway, whatever that may be, one name of Krishna is also Mahatma. So unless you're the same as Krishna, how can you call yourself a Mahatma? Oh, great soul. Oh, Devesh, controller of the demigods. Sometimes people become confused because Lord Shiva is Mahadev, great Dev. So, but Krishna is Devesh, the controller of all demigods. Krishna Deva Bhavanta Bhavanta. Dev means effulgent. Dev means one who's always doing Leela. Therefore, Devi Krishna Mai Prakta. One name of Radhika is Devi. And of course, one name of Krishna is Dev. Dev means effulgent and always doing pastimes. So Devesh, you are the controller of all other devs. One American came for Kartik 2 years ago. His name was Dev and all Indians were calling him Dev. I remember that. So, O Ananta, O Unlimited One, O Devesh, O Jagannavas, Jagannavas. The whole world resides in you, Jagannavas. These are nice names of Krishna. Okay. You are the original creator. You are greater than Brahma. You are the original creator of everything. Now I've been distracted by the arrival of Prashad. So these are all secondary names of Krishna. Right? Two names of Krishna, primary, dealing with his aspect of sweetness, and Gona, dealing with his relationship with this world. So Vishnu means related to this world. So all these names that Krishna is calling, Arjuna is now calling, these all become secondary names. Namaram, O Mahatma, O Garisha Brahmano, He Adikata, O Ananta, O Devesh, O Jagannavas. Okay, O Mahatma, O great soul, O Lord of the demigods, O Ananta, O refuge of the entire universe, Jagannavas. You are even greater than Lord Brahma. You are the original creator, right? Because Brahmaji, he's not
Brahmaji cannot create anything, just like a child puts together, Lego bricks to make something. So earth, water, fire, air, earth, the directions, all these ingredients that's produced by Maya, and Brahmaji just adjusting and fitting everything together. Of course, that's also a great activity. But still, we cannot see really Brahma is creating, because actually Mahamaya is doing everything under the direction of the Supreme Lord. So you are greater than Brahma, Lord Brahma. You are the original creator. You are the infinite spirit. You are the imperishable reality beyond cause and effect. Why then should I not offer pranams to? You are the original Lord, the most ancient person. You are the sole resting place of the universe. You are the supreme abode and the knower of everything. You are all that is to be known. O Ananta Rupa, possessed of unlimited forms, you alone pervade the entire universe. So let me finish here today, and we'll continue on tomorrow, same time, Saturday, Sunday. Okay, thank you everyone. Sorry, after the lead, then we have to go to the land and do some fighting again. So thank you everyone for coming. Hare Krishna, Go Premanandi. Dandavat pranam, Guru Maharaj. Krishna, Gurudev. Dhanyavad pranam, Spirit. Hare Krishna.